Wofür gebe ich Geld aus? Ich veröffentliche Videos über Minimalismus, habe und misste immer weiter aus und möchte insgesamt befreiter leben. Heißt das, ich kaufe gar nichts mehr? Wenn es dir schwerfällt, mit Geld umzugehen oder du einfach lernen möchtest, weniger zu kaufen, hilft dir vielleicht auch der ein oder andere Gedanke des Minimalismus. Natürlich ist nicht jeder gleich und es gibt auch Menschen, die von Natur aus weniger Dinge wollen oder brauchen. Trotzdem schließt das eine das andere nicht aus und in diesem Video möchte ich dich mitnehmen auf einer kurzen Reise durch mein vollbepacktes Leben, das durch den Minimalismus wesentlich ruhiger und entspannter wurde. Alle Jahre wieder, manchmal auch alle Tage oder Wochen, überkommt mich die Kauflust. Das bräuchte ich noch und das gefällt mir und das habe ich letztens bei dem und dem gesehen. Und dann will man doch wieder etwas Neues haben. Nach einer Weile kommen Zweifel. Lohnt sich die Anschaffung? Ist sie mir den Platz und die Pflege und vor allem das Geld wert? Früher bin ich gerne bummeln gegangen. Ich habe mir nie sonderlich viel gekauft, aber wenn ich etwas Schönes und Günstiges gesehen habe, dann durfte es mit. Beispielsweise ein schönes Oberteil, eine Tasche oder ein neues Notizbuch. Ich hatte viele Kleider, von denen ich einige gar nicht getragen habe und mein ganzes Zimmer war voll mit Dingen. Vor kurzem hatte ich die grandiose Idee, nähen zu lernen. Dann könnte ich alte Kleider flicken und neue zusammennähen und. Also habe ich Kleinanzeigen durchforstet und nach einer Nähmaschine gesucht. Zum Glück bin ich nicht fündig geworden. Vielleicht hätte ich eine Anschaffung nicht bereut, aber jetzt bin ich doch erst einmal froh, keine zu haben. Die braucht Platz, viel Zubehör und außerdem muss man ja auch erstmal damit lernen, umzugehen. In den meisten Fällen läuft es so oder so ähnlich ab. Ich habe einen Wunsch, schaue danach, wäge ab und irgendwann merke ich, dass ich es doch nicht haben möchte oder habe mich daran satt gesehen. Und um den Bogen zu meinem Zimmer voll mit Dingen zu schlagen, ich hatte auch schon mal eine Nähmaschine und habe sie nicht genutzt. Mittlerweile kaufe ich mir nur noch selten Dinge. So wenige, dass ich das meiste auf Anhieb aufzählen kann. Kleider. Aktuell habe ich noch keine für mich perfekte Capsule Wardrobe, daher kommt es bei mir ab und zu einmal vor, dass ich Kleider kaufe. Wenn ich in einem Laden ein schönes Teil finde, dann darf es auch mal mit. Mittlerweile achte ich mehr darauf, dass es bessere Qualität hat und nicht unbedingt Fast Fashion ist. Ich schaue gerne in Second-Hand-Shops oder auch im Internet. Generell bin ich da aber nicht sehr streng mit mir, weil ich sowieso nur alle paar Wochen oder Monate kaufe. Organisatorisches. Ich bin ein großer Fan von Organisationsmaterialien, Bürosachen, Stiften, Heftern und so weiter. Ich könnte mir ein ganzes Bücherregal mit Notizbüchern füllen und werde auch heute noch regelmäßig auf die Probe gestellt, wenn ich ein schönes sehe. Trotzdem habe ich mich gut im Griff. Wenn ich aber mal etwas brauche, bzw. für meine persönliche Planung haben möchte, dann kaufe ich es mir. Vor kurzem habe ich mir beispielsweise einen Bindplaner gekauft, den ich seither total gerne benutze. Neuerdings sind solche Planer unter Budget Planner bekannt, aber vielleicht sagt dir auch Filofax etwas. In diesem Jahr auch einziehen durften ein paar technische Gegenstände. Mit der Anschaffung dieser hat sich das jedoch auch erst einmal wieder erledigt. Eine Kamera habe ich nun, mit meinem PC kann ich ordentlich arbeiten und eine Switch hatten wir uns auch gewünscht. Kleinere elektronische Dinge ziehen aber immer mal wieder ein. Hier ein Kabel, da ein Adapter. Das gehört dazu, wenn man Technik zum Arbeiten und in der Freizeit nutzt. Und das war es auch im Großen und Ganzen schon. Bücher kaufe ich in den seltensten Fällen noch und wenn doch, meistens auf dem Flohmarkt, gebraucht im Netz oder ich besorge es mir als E-Book. Von früher mehreren hundert Büchern habe ich mittlerweile auf ungefähr 15 minimalisiert. Meine riesige Malsammlung, die ich seit ich klein bin gehütet und stets erweitert habe, ist auf die Dinge geschrumpft, die ich auch wirklich nutze, wenn ich denn mal male. Auch da brauche ich seit Jahren keinen Nachschub.
Meine früher auch riesige Schminksammlung, obwohl ich mich nicht viel geschminkt habe, ist mittlerweile auch dezimiert worden. Vor ein paar Wochen durfte eine neue Mascara einziehen und eine Sonnencreme hat auch den Weg in unseren Badezimmerschrank gefunden. Und für was gebe ich dann Geld aus? Unsere größten Finanzposten sind unsere Fixkosten, vor allem Miete und Nebenkosten. Und auch für Essen geben wir relativ viel Geld aus. Kosten für Versicherungen, Benzin und beispielsweise Semestergebühren fallen auch regelmäßig an. Der Rest wird gespart, für Notfälle zurückgelegt und/oder investiert. Nur weil man Geld übrig hat, muss man es nicht bis auf den letzten Cent für irgendwelche Dinge ausgeben, die man sowieso nicht gebrauchen kann. Es ist ein viel schöneres Gefühl zu wissen, dass man wenigstens ein bisschen Geld auf der Seite hat, wenn das Herz mal etwas begehrt. Vielen Dank fürs Zusehen und mach's gut. Tschüss!